Dann kannst du die Füße wieder rausfahren und weiterlaufen. Da bist du in Sicherheit. Ja, da tut sich nicht viel. Sie freut sich innerlich. Ja. Nach 3 Tagen in Tirana ist es für uns weitergegangen und wir haben am Morgen, wo wir die Stadt verloren haben, eigentlich den verrückten Verkehr der Stadt filmen. Nur war es an diesem Morgen absolut harmlos und fast keine Autos rum im Vergleich zu sonst. Aber was uns dafür wieder mal aufgefallen ist, wie viele Autos mitten auf der Straße parkiert und den Warnblinker gestellt haben. Kurz nach Tirana ist es ordentlich aufgegangen. 700 Meter sind für uns gelegen. So einen langen Anstieg hat es seit den Dolomiten nicht mehr gegeben. Wir sind zwischen Tirana und Elbasan auf einem 800 Meter hohen Berg oben. Pass. Und wir haben beide mega Hunger. Sind jetzt gerade da Bürsten und freuen uns auf eine mega Pause. Geht fast vom Velo. Ja, wir sind immer am Fahren, noch nichts gegessen, weil wir vor einem Gewitter fliehen. Wie ihr seht, regnet es hier hinten gerade mega heftig. Wir probieren hier in die Richtung zu gehen, wo es blauen Himmel hat, um nicht nass zu werden. Ja, die Sonne scheint wieder. Wir sind zwar schön nass geworden, aber ja. Jetzt geht es dann auf Zeltplatzsuche. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir sind in Kučove. Das ist das Ölfördergebiet von Albanien. Genau, seit den 30er Jahren wird hier Erdöl gefördert. Aber vor allem im Kommunismus dann ist das ausgebaut worden. Aber wie man sieht, stehen momentan die meisten Sachen still. Das sind die ersten Gewächshäuser, die man sieht, die sind genau neben der Erdölförderung. Und wie wir sehen, ja, ist das eine riesige Umweltkatastrophe hier. Weil die Leitungen rinnen teilweise, es läuft aus und man schmeckt, man hat wirklich den Geruch, wenn man vorbeifährt von dem Erdöl. Das ist ganz heftig. Ja, im ganzen Gebiet schon. Ja.
Wir sind unterwegs in Mangalem, im alten muslimischen Viertel von Berat. Sehr, sehr steil teilweise. Die ganze Stadt ist sehr alt und früher unter osmanischer Herrschaft gewesen. Und das heisst, wir sehen jetzt erst mal eine alte Stadt in Albanien. Und sie wird als Stadt von den 1000 Fenstern genannt. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und wenn man jetzt da so ein bisschen rüber schaut, auf die andere Flussseite, sieht man Gorica. Das ist das alte griechische Wohnviertel von Berat. Ja, das ist der letzte Blick auf Berat. Jetzt geht es weiter Richtung Berge, Richtung Gramsch und Devolital und nachher später zum Lake Ohrid und Nordmazedonien. Und zweimal beim Rili oben gegessen, das war zweimal ein Highlight. Irgendwo dort oben, ich weiss nicht mehr, wo steht es angeschrieben. Sie sind es aber gerade nicht mehr. Schön war es, aber los geht's. Für den weiteren Weg von Berat an Urice haben wir uns für eine abgelegene Route entschieden, am Fluss Devol entlang. Bevor es aber so richtig abenteuerlich geworden ist, sind wir das zweite Mal durch Kučava gekommen. Das Mal sogar mitten durchs Zentrum und haben gesehen, dass die Erdöl-Bohrtürme überall stehen, sogar auf dem Friedhof. Die Leute leben hier, wie wenn nichts wäre. Ja, für uns irgendwie nicht verständlich. Lecker. Ja. Wow. Eine riesige Rutschbahn, hä? Gerade auf einer Mission, Schildkrötenrettungsmission. Sie war hier mitten auf der Straße. Und gerade vor das Auto gerannt und gerade die Schildkröte wegtransportiert, wo wir sehen, dass sie noch lebt. Genau. Im letzten Moment wirklich vor das Auto gesprungen. Mitten dort oben, mitten auf der Straße, überhaupt nicht schildkrötenmässig gerechter Ort. Ja. Jetzt können wir sie auch irgendwie platzieren. Genau, an einem Ort, wo es ein bisschen mehr Wissen hat und weniger Autos und hoffen, sie läuft nicht mehr auf die Straße. Genau. Wir haben schon ein paar überfahrene Schildkröten gesehen in Albanien. Ja, neben den anderen Tieren. Ja, also so viele Schildkröten, ja. Komm, ich glaube, ich wieder auf in den Wald, oder? Ja, wieso nicht? Sie lässt sich auch gut transportieren. Ja, sie ist sehr kompakt. Einfach nicht fallen lassen. Ach, sie kommt raus. Was kommt sie raus langsam? Ja, der Fuß. Jetzt? Ja. Plötzlich. Sag mal. Meinst du, da bist du glücklich, als du vorher warst, schon, oder? Dann wir dich jetzt eigentlich wieder absetzen. Hä? Willkommen mal. Ist das gut? Da. Hä? Zeig dich mal. Es ist recht schwer. Es ist recht das Gewicht auf den Panzer, was hat man da?
Ja, da tut sich nicht viel. Sie freut sich innerlich. Ja. Also, wir sind einmal auf einer Vision. Jetzt wird die Schildkröte verkuppelt. Genau, auf eine Schildkrötenverkupplungsmission. Nämlich hier oben nochmal eine andere Schildkröte gesehen und gefunden, wieso nicht gerade zusammenführen. Ich habe sie Freude, besser als überfahren werden. Wo war sie gewesen? Also, hier haben wir jetzt sie abgesetzt. Gut Hand. Und hier oben im Eckli oben hat es noch eine andere Schildkröte. Und nach dieser Schildkrötenverkupplungsaktion von vorher, wo eigentlich unsere Suche nach einem schönen Campingspot durchkreuzt hat in dem Sinn. Also wir sind gerade auf dem Weg um einen schönen Campingspot zu suchen. Und wir haben vor, hier oben runterzugehen. Da hat's von diesen Häusern dort hat's einen Weg, der hier vorne geht. Und dann kann man hier noch ein bisschen weiterführen und dann sollte man irgendwann so ein bisschen genug weiter weg sein, dass es kein Problem ist. Ich hoffe, das klappt. Sonst haben wir noch Plan B. Quälen uns hier den Berg rauf. Es sind doch ordentliche Höhenmeter. Aber es wird zunehmend immer schöner. Es war vorher schon schön. Wir haben irgendwo ganz weit dort hinten unten haben wir übernachtet. Und wir sind jetzt hier am Hinteren fahren. Hier kurz mal zeigen, wie es aussieht hier hinten. Es geht jetzt noch ein bisschen rauf, etwa 50 Höhenmeter. Und dann haben wir mal einen ersten Gipfel erreicht. Geht es leicht runter. Und dann geht es dann richtig rauf. Ein sehr spezielles Höhenprofil, das das Tal aufweist. So wie es auf der Karte aussieht, wird es auch hier oben den nächsten etwa 50 Kilometer nicht grosses Dorf haben, vielleicht ein paar vereinzelte Häuser. Aber mal schauen, wir sind jetzt gut ausgerüstet, wir haben alles, was wir brauchen. Hoffen wir, dass das Wetter hebt, weil eigentlich ist schlechtes Wetter angesagt. Bis jetzt haben wir vor allem aber Wind, Gegenwind und viel Wolken. Chase. There she dawns, there she moves, behind in the distance, Baton Rouge. You're sad and lonely, will you marry me? Sacred oath, evil eyes watching me up all night. These eyes, she would change the night away. No dog. Wir sind unterwegs am Flusstal vom Devol entlang, jetzt in der Schlucht unten. Es wird ein anstrengender Tag. Wir haben schon sehr viele Höhenmeter gemacht und es werden noch viel mehr. Wir haben aber Glück gehabt mit dem Wetter bis jetzt. Es hat erst ein bisschen geregnet. Wir haben echt den ganzen Tag Regen erwartet. Wir sind durch sehr viele abgelegene Dörfer gekommen, wo wir uns fragen, wie die Menschen dort das Auskommen finden. Die eine ältere Frau hat uns gerade schnurstracks einen ganzen Sack voll frisch geernteten roten Trübeli geschenkt. Ja. Eine andere ältere Frau hat mega mit uns angefangen zu reden. Wir haben nur die Hälfte verstanden, sie hat kein Wort Englisch können. Oder Italienisch oder Spanisch oder Französisch. Oder einfach Albanisch, fertig. Genau. Aber irgendwie hat man sich gleich verständigen, zumindest teilweise. Also ich bin sicher, sie wollte wissen, ob wir verheiratet sind und Kind haben. Es ist immer wieder schön, so die Begegnungen auf dem Land raus, in diesen kleinen Dörfern. Ja. Von dem her ist bis jetzt ein sehr schöner Tag, wenn das Wetter nicht so mitmacht.
Jetzt geht noch ein bisschen weiter rauf. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes als rauffahren. Genau. Schon über 1000 Höhenmeter und sind wir vorher gerade am Schild vorbeigefahren. 10% Steigung. Ja, wir freuen uns drauf. Oder so ähnlich. Aber der Ausblick entschädigt uns. Es ist doch wirklich traumhaft schön. Der Stausee, den es noch nicht sehr lange gibt. Die Vorwärtsstraße irgendwo dort unten durchgegangen. Und jetzt geht es halt hier rauf, ganz weit rauf. Ja, das ist der Weg, den wir noch vor uns haben. Hier rauf, plus dann noch ein bisschen mehr. 250 Höhenmeter. Dann geht es wieder 130 Höhenmeter runter und die geht es nachher wieder rauf. Und dann geht es wieder runter und dann geht es noch ein bisschen etwas rauf. Nochmal irgendwie 170 Höhenmeter und dann haben wir es. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles noch schaffen. Weil es ist jetzt gleich schon 3:30. Ja, jetzt sind wir gut 150 Höhenmeter weiter oben. Aber es fehlen immer noch 100. Es ist verdammt anstrengend. Es ist mega steil. Er läuft die ganze Zeit am Anschlag. Muss immer wieder Pause machen. Ja. Das Ganze nur zum eben irgendwie da wegen dem Stausee einen Umweg machen. Juhui. Stausee, der unterzwischen so weit unten ist. Seht ihr ihn? Ja, wir haben die erste Spitze geschafft. Jetzt kommt dann noch die zweite. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Es ist jetzt erst schon 5 Uhr und wir sind recht am Anschlag. Es ist mega windig. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwo einen gescheiten Platz zum Schlafen zu finden. Ja, mal schauen. Ein bisschen planlos. Die Aussicht ist unglaublich schön. Hat dich der Wind auch hier aufgetragen noch. Im Vergleich zum Rest relativ einfach gewesen, die letzten paar Meter. Haben sie dort echt das Material geholt, um den Damm zu bauen? Das ist möglich, he? Der Berg ist recht angeknabbert. Haben wir euch noch ein bisschen mit auf der Abfahrt. Endlich! Ja! Nein, nicht schon wieder drauf! Oh, wir haben es geschafft. Wir sind zu oberst oben, wir sind auf 1050 Meter oben. Und gestartet sind wir heute auf unter 200 Meter über Meer. Und wir haben gleich 1600 Höhenmeter gemacht. Also sehr viel wieder runter und die meisten sind sehr steil gewesen. Wir sind völlig am Ende mit den Kräften. Es ist jetzt auch schon 5:45. Es ist langsam am Eindunkeln. Wir sollten so schnell wie möglich einen Platz finden. Das heisst, wir fräsen jetzt so schnell wie möglich runter. Die Dusche wäre verdammt geil. Wow, es ist traumhaft hier oben. So schön. Mit dem Licht. Wir waren hier auf dem Abweg und dann haben wir hier vorne an der Straße einen göttlichen Wasserhahn gefunden. Gerade dort vorne, beim Schild vorne dort, vielleicht sehen Sie es ganz knapp in der Straße zu. Und dann haben wir gerade entschlossen, da ist unser Platz, dort ist unser Wasserhahn. Kann man auch den Duschsack füllen, können gemütlich abwaschen, wir haben genug Wasser, kein Problem mit dem. Und wir haben dann gerade entschlossen, hier in der Nähe einen Platz zu suchen. Und haben hier einen wunderbaren Platz gefunden. Müssen wir hier das anschauen. Mit traumhaften Ausblick.
Sogar ein bisschen windgeschützt. Das Zelt haben wir schon aufgestellt. Es ist ruckzuck gegangen. Da haben wir langsam eine Übung. Und am Köcheln sind wir auch schon. Die Lisa ist hier am Schneiden. Heute gibt es Reste von das Beste von gestern sozusagen. Wir haben noch Zucchetti übrig, eine halbe, und ein Rüebli, Zwiebeln, Knoblauch mit Pasta. Ui, irgendwie tönt es nicht mehr. He? Jetzt nicht. Ja, dann muss ich mich da halt jetzt gerade geschwind an das Problem wenden. Und wir freuen uns mega aufs Essen nach Genau, 1600 Höhenmeter und 54 Kilometer, die wir heute gemacht haben. Ja, Problem gelöst vom Brenner. Es war kein Problem, es hat immer noch gebrannt, einfach nur ganz klein. Wenn man neu die Flasche da mit Benzin aufgefüllt hat, muss man regelmäßig ein bisschen nachpumpen, damit der Druck wieder erhöht ist. Der Tankwart hat recht lustig geschaut, als wir mit dem Velo an die Tankstelle gefahren sind und gesagt hat, mit kein Benzin. Genau. Ja, aber zum Glück kennen wir die Wörter für haben Sie Benzin und fürs Kochen, und er hat das nicht verstanden. Ja. Und er hat dann Lisa alles ausgefragt und sie und natürlich nur Albanisch können, und sie hat schön immer gewusst, was er wissen wollte, und können Auskunft geben. Ja, also wir haben eine komplette Konversation auf Albanisch geführt. Das war echt lustig. Genau. Also grammatikalisch kreuzfalsch von meiner Seite. Egal, er hat es verstanden. Und um das geht es. Ja, es geht immer mit Händen und Füßen. Es ist traumhaft schön hier oben. Es gefällt uns mega. Wir haben heute Morgen schon fest gearbeitet. Wir sind etwa 50 Meter durch so ein Lehmfeld gelaufen, nachdem es gerade geregnet hat. Und die Hälfte sind unsere Rädchen blockiert und wir mussten mega krampfen. Und ja, jetzt sieht es einigermaßen sauber aus. Aber es war überhaupt nicht so vorher. Wir haben schon jetzt über eine halbe Stunde gearbeitet, bis wir die Velos wieder flott hatten, dass wir fahren können. So, ja, und jetzt geht es los, hier oben runter ins Devol Valley, aber wieder zurück am Fluss. Und ja, wir haben in einem Gebiet übernachtet, wo Bär und Luchs daheim sind und Wölfe. Haben aber ganz eine ruhige Nacht gehabt. Ja, nach 15 Tagen Albanien heisst es für uns Abschied nehmen von diesem schönen Land. Wir waren sehr positiv überrascht gewesen. Vor allem vom Essen. Hätten wir nie so fein erwartet, nie so vegetarisch lastig, so gemüselastig. Ja. Sehr einfache, frische Küche. Sehr viele Leute haben einen eigenen Garten und essen Sachen vom Garten. Sehr viele Gemüse- und Früchtstände, wo direkt Sachen nebenzu angebaut werden. Ja. Das Erste, was uns aufgefallen ist, dass es natürlich sehr viele Bunker hat im Land. Ja, das ist auch etwas, wo recht bekannt ist unterzwischen. Genau, dann, was auch aufgefallen ist, die vielen Wäscheanlagen für Autos, wo man gleichzeitig auch einen Teppich von daheim waschen konnte. Ja. Etwas Drittes, was uns gerade ziemlich schnell aufgefallen ist, sind Stofftiere, die man überall an den Häusern aufhängt. An neuen Häusern oder solche, die schon stehen. Und die sollten den bösen Blick fernhalten und Besitzer schützen vor Neid. Aber was uns überall dem natürlich noch viel mehr aufgefallen ist, ist die überwältigende Gastfreundschaft der Menschen. Das war vom ersten Moment an. Ja, also man wird regelrecht teilweise, wenn man unterwegs ist, angehalten und dann mit Rüebli beschenkt oder was auch immer. Alles passiert bei uns. Also Albanien hat definitiv ein wahnsinniges Potenzial. Ich glaube, das könnte das Land sein, das noch kommt in den nächsten Jahren. Also wir haben wunderbare, schöne Landschaften gesehen. Es war insofern traumhaft gewesen. Wir haben die letzten 3 Tage, als wir hier durchs Devol Valley gefahren sind, eigentlich wunderschöne Landschaften. Teilweise die Straße extrem schlecht und
natürlich extrem anstrengend, weil es sehr steil immer. Aber ich glaube, da verirrt sich fast nie ein Tourist an. Und das ist schade, weil es ist wunderschön. Ja, also Fazit sehr, sehr, sehr positiv. Ja. Wir haben es ein bisschen erwartet, dass es gefallen würde, muss man zugeben. Es war jetzt Ja. nicht eine völlige Überraschung. Genau, wir haben eigentlich das erste Land, wo wir uns richtig fest darauf gefreut haben zum Entdecken, Ja, weil war wir Albanien. doch Das von muss man denen, schon sagen. die waren, sehr Positives gehört haben. Genau. Wie auch vom Iran, wo wir wie auch so ein bisschen erwartet, dass es uns gefallen wird, wenn wir dann irgendwann mal dürfen reisen. Genau. Jetzt heißt es für uns ab auf Nordmazedonien. Geschwind durch das Land durch, um auf Bulgarien zu gehen und dann dort den Corona-Test machen und dann hoffentlich können auf Griechenland einreisen. Und heute in dieser Woche ist eigentlich der Tag, wo wir bereits schon in Griechenland einreisen. Das sind einfach nur noch 2 Länder dazwischen. Ja, wir haben es ein bisschen brisant. Ja, darum los geht's. Genau. Tschüss Albanien. Ja. Willkommen in Nordmazedonien hoffentlich. Lassen Sie uns Genau. rein mit unseren dreckigen Velos. Bunker. Where secret of evil eyes. Ja, wir sind in Mazedonien, aber es hat auch hier Bunker.